Die M-Aktion. Dieses Thema ist durch Zufall auf meine Liste geraten, denn bisher hatten ich, wie vermutlich viele von euch, noch nie von der M-Aktion gehört. Tatsächlich war dieser spezielle Raubzug der Nazis besonders lukrativ, denn er spülte in die Kriegskasse des Dritten Reichs fast 16 Millionen Reichsmark. Doch was war die Aktion M? M steht in diesem Fall mal nicht für Mord, sondern für Möbel. Die Jüdinnen und Juden, die aus dem Westen nach Osten in die Konzentrationslager deportiert wurden, konnten natürlich ihren Hausrat nicht mitnehmen. Denn überhaupt war nur leichtes Gepäck, ebenso viel wie in einen Koffer passte und wie viel die Juden und Jüdinnen selber tragen konnten, erlaubt. Der Rest des Hausrats blieb in der Wohnung zurück, also Möbel, Gardinen, Küchengeräte etc. Doch was geschah mit den ganzen Sachen und wer profitierte von den Gegenständen aus den Wohnungen der ermordeten Jüdinnen und Juden? Weder im Osten noch im Reich, noch in den besetzten Gebieten in Westeuropa wurde dieses Raubgut einfach so den Einheimischen überlassen. Im Gegenteil, zuerst profitierte die SS und der SD, also jene Terrororganisationen, die maßgeblich an der Ermordung des jüdischen Volkes in Europa beteiligt waren, von den zurückgelassenen Habseligkeiten der Ermordeten. Sie wurden benutzt, um deren Büros in den besetzten Gebieten einzurichten. Und das Beste, die SS organisierte den Abtransport via Zug mittels einer Transportfirma, die es bis heute noch gibt, Kühne und Nagel. Das heute weltweit agierende Logistikunternehmen war damals dafür zuständig, die Raubgüter aus Frankreich und den Benelux-Ländern, also Belgien, Holland und Luxemburg, ins Deutsche Reich zu transportieren. Diese Episode aus der Firmengeschichte wurde in der Fernsehsendung Rechte Fernsehen und in einer dazugehörigen Podcast-Folge behandelt. Links sind in der Beschreibung. Vermutlich werde ich noch mindestens eine Folge zu dem Thema machen, denn gerade im letzten Jahrzehnt gab es große Fortschritte in der Forschung zu diesem Themenbereich. Deutsche Firmen, Banken und Versicherungen haben die Historikerkommissionen damit beauftragt, in ihrer Vergangenheit zu graben. Und einige gehen ganz transparent mit diesem unrühmlichen Kapitel ihrer Firmengeschichte um. Anders als Kühne und Nagel. Aber das nur am Rande. Interessant in diesem Zusammenhang ist übrigens auch der Begriff Arisierung. Denn bevor der Völkermord an den Jüdinnen und Juden Europas begann, hatten die Nationalsozialisten in Deutschland und Österreich bereits alle Juden aus dem wirtschaftlichen Leben verbannt. Nicht nur Behörden, auch private Firmen wurden mehr oder minder freiwillig arisiert. Auch Kühne und Nagel stellte einen langjährigen Mitarbeiter, der Jude war, einfach vor die Tür, ohne Abfindung. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Hier soll es hauptsächlich um die eingangs erwähnte Aktion gehen. Und falls schon wieder einige darauf lauern, diese Verbrechen zu relativieren oder gar komplett zu leugnen, zum Glück für alle historisch Interessierten und jene, die die Verbrechen der Nazis juristisch aufarbeiten wollen, auch in diesem Fall haben die Nazis alles akribisch dokumentiert, bis zum letzten Porzellanservice, wortwörtlich. Diese unscheinbare Aufstellung stammt aus den Dokumenten, die beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess als Beweismaterial genutzt wurden. Insgesamt wurden im Westen 70.000 Wohnungen geplündert. Fast 27.000 Zugwaggons wurden mit Möbeln, Heimtextilien und Geschirr beladen und 674 Züge mit dem Raubgut der europäischen Juden und Judinnen ins Reich geschickt. Allein 1.200 Waggons sind in den Jahren 1942 bis 1944, als die Deportationen stattfanden, in den Regierungsbezirk Köln gelangt. Denn dort wurde das erste Sammellager im Reich eingerichtet. Im August 1944 fanden in den Messehallen fast täglich Versteigerungen der sogenannten Judenmöbel statt. Die Bevölkerung, die in vielen Städten Deutschlands diese Möbel erwarb, wusste also sehr wohl um die Herkunft ihrer neuen Möbel. Zeitungsanzeigen wiesen auf die Aktion hin. Hier eine Auswahl aus dem Bonner Generalanzeiger. 78 der Waggons wurden in Bonn, meiner Heimatstadt, ausgeladen und ergänzten das Raubgut, das dem Bonner Finanzamt aus den Versteigerungen des Hab und Guts der Bonner Jüdinnen und Juden nach ihrer Deportation aus dem Endemischer Lager zugute kam. Denn lokal waren die Finanzämter für die Versteigerungen zuständig. So findet sich in der Entnazifizierungsakte des Beamten Firnis folgende Aussage. Seit etwa Mitte 1940 und in den Jahren 1941-43 führte ich im Auftrage des Finanzamts Versteigerungen von Mobiliarvermögen, meist Möbel und Einrichtungsgegenstände, durch, die meines Wissens vorwiegend jüdischer Herkunft waren. Die Herkunft der Möbel nachzuprüfen fiel jedoch nicht in meinen Aufgabenbereich als Versteigerer. Außerdem hätte ich im Einzelfalle nicht feststellen können, inwieweit sie durch freiwillige Aufgabe ihrer Eigentümer in die Versteigerungsmasse gelangt waren.
Der Gesamterlös dieser Versteigerungen allein in Bonn belief sich auf 320.000 Reichsmark, die dem Finanzamt zugute kamen. Insgesamt wurden den Bonner Jüdinnen und Juden Grundstücke im Wert von 3 Millionen Reichsmark, Vermögen und Sparguthaben im Wert von 58.000 und Wertpapiere in der Höhe von 98.000 Reichsmark gestohlen. Und Bonn war kein Einzelfall. So oder so ähnlich verlief es in allen Städten und Dörfern, in denen zuvor Jüdinnen und Juden gelebt hatten. Vor dem Krieg wurden sie entweder zur Emigration genötigt und mussten vorher ihr Vermögen abgeben, oder sie verloren ihre Wohnungen und Häuser, weil sie ab 1939 in sogenannte Judenhäuser umziehen mussten. Dort wurden fremde Familien zusammen zwangseinquartiert. Denn im April 1939 wurde mit dem Gesetz über die Mietverhältnisse der Juden das Mietrecht für Juden außer Kraft gesetzt. Doch zurück zur Aktion M. Dieser Raubzug brachte dem deutschen Staat über 28 Millionen Reichsmark. Die Auflistung ist so detailliert, dass sogar die Kisten mit Porzellan, Glas, Kleidung, Küchengeräten etc. angegeben werden. In einer Werkstatt wurden sogar jene Möbel, die noch reparaturbedürftig waren, vor dem Verladen instand gesetzt. Springen wir zurück zum Anfang des Berichts. Anders als in den Ostgebieten, wo die Beute unter den einheimischen Bevölkerung und der SS aufgeteilt und der Raub ganz offen praktiziert wurde, sozusagen spontan, wurde hier penibel Buch geführt und geplant. Denn die M-Aktion wurde von Hitler persönlich am 31. Dezember 1941 genehmigt und ging zurück auf eine Initiative des Reichsleiters Alfred Rosenberg, der im Juli zuvor von Hitler zum Chef der Zivilverwaltung des Reichskommissariats Ostland ernannt worden war. Ein Gebiet, das heute in etwa dem Baltikum und Teilen Weißrusslands entspricht. Zur Vorbereitung hatte Rosenberg ein Jahr davor den Einsatzstab für den systematischen Raub der Kunst- und Kulturgüter der europäischen Juden gegründet. Ende Dezember 1941 genehmigte Hitler schließlich die Sicherstellung von Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen aus unbewachten jüdischen Wohnungen für die Verwendung in den besetzten Ostgebieten. Der Bericht über die Aktion M selbst ist vom 1. August 1944. Im August fanden die letzten Transporte aus dem französischen Durchgangslager Drancy statt. Der Raubzug im Westen war damit beendet und es konnte Bilanz gezogen werden. Selbst die relativ begrenzte Aktion in Frankreich und Benelux war eine große logistische Herausforderung. Allein in Paris wurden 38.000 Wohnungen erfasst. Die Wohnungen wurden von den deutschen Beamten versiegelt und in der Regel dauerte es nach dem Abtransport der jüdischen Bewohner 3 Monate, bis das Transportkommando die Wohnungen räumte. Bis zu 1.500 französische Arbeiter mit 150 LKWs waren täglich mit den Wohnungsräumungen beschäftigt. Zusätzlich waren in 3 Sammellagern 800 jüdische Zwangsarbeiter damit beschäftigt, die reparaturbedürftigen Möbel wieder aufzubereiten. Zusätzlich wurden in Antwerpen 45 Schiffsladungen mit über 27.000 Tonnen an Hausrat nach Hamburg und andere Binnenhäfen im Deutschen Reich verschifft. Doch was geschah mit den Möbeln, nachdem sie im Reich angekommen waren? Geplant war eigentlich, dass die Möbel zur Einrichtung der neu eingerichteten Verwaltungsbüros in den eroberten Ostgebieten genutzt werden. Oder die neuen arischen Siedler im Osten sollten damit ihr neues Heim bestücken. Doch die Bahnstrecken waren schon zu stark mit Soldaten und Judentransporten überlastet und zunehmende Bombenangriffe der Alliierten ließen es sinnvoll erscheinen, die Möbel direkt an Ausgebombte im Reich zu verteilen. Nun sollte die Aktion für die Stärkung der Kriegsmoral genutzt werden. Die Nazis waren sehr darauf bedacht, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippte und sich gegen die Regierung und den Krieg wandte. Ein ähnliches Szenario wie am Ende des Ersten Weltkriegs, als die Heimatfront zusammenbrach, sollte um jeden Preis vermieden werden. So wurde das Raubgut bei Judenversteigerungen kostengünstig an Bedürftige abgegeben. Die Einnahmen kamen dem Staat und somit der Kriegskasse zugute. Das Raubgut wurde primär an ausgebombte Familien, kinderreiche Familien und andere Bedürftige, natürlich nur aus der Volksgemeinschaft, versteht sich, versteigert. Die Annoncen im Bonner Generalanzeiger zeigen deutlich, an welche Zielgruppe sich diese Versteigerungen richteten. Diese sogenannten Judenversteigerungen hatten schon fast Tradition nach den Deportationen der einheimischen jüdischen Familien. Das Raubgut aus den Benelux-Ländern war unter den Namen Hollandmöbel und Hollandgut bekannt. Auch hier wussten die Beteiligten über die Herkunft der Möbel. Ebenso wie die Deportation nach Osteuropa war dies ein offenes Geheimnis.
Auch wenn viele Möbel heute vermutlich längst auf dem Sperrmüll oder in der Müllpresse gelandet sind, kann es durchaus sein, dass Verwandte, Bekannte oder vielleicht sogar euer Erbstück im Wohnzimmer aus einer dieser Judenversteigerungen stammt. Ihr fragt euch sicher, ob niemand nach dem Krieg versucht hat, die Möbel an ihre vorherigen Besitzer zurückzugeben, sofern sie die Shoah überhaupt überlebt haben. Ähnlich wie beim Raub der Kulturgüter, also Gemälde, Skulpturen etc., ist es auch bei den geraubten Möbeln äußerst schwierig, Nachforschungen über die Vorbesitzer anzustellen. Die meisten Unterlagen zur Aktion M wurden bewusst vernichtet und machten es den Besatzungsbehörden schwer, auch nur das Ausmaß der geraubten Möbel einschätzen zu können. Zwar gab es Aufrufe, Judenmöbel zu melden, doch wurde davon so gut wie gar nicht Gebrauch gemacht. So bleibt wie auch im Osten der Verbleib der meisten Hollandmöbel ungeklärt. Denn die Identität der Bewerber auf den Auktionen lässt sich nach so vielen Jahrzehnten nicht mehr klären. Ich hoffe, dass dieses wichtige Thema nicht in Vergessenheit gerät. Und auch wenn viele heute gern einen Schlussstrich unter unsere dunkle Vergangenheit ziehen wollen, zeigen solche Beispiele doch, wie wichtig es ist, sich auch mit den unschönen Details unserer Geschichte zu beschäftigen. Denn wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen, sind wir verdammt dazu, sie zu wiederholen. Und nur durch Beschäftigung mit den Fakten, Details und Mechanismen hinter der Verfolgung können wir aus der NS-Zeit lernen und konkrete Ziele formulieren, damit solche Verbrechen zumindest hier in Deutschland und Europa nicht wieder möglich werden.